Herzlich willkommen zu unserer Zeitreise. Wir stehen hier auf dem Dach von Schloss Schwetzingen, der großen Sommerresidenz der Kurfürsten von der Pfalz. Und hinter uns erstreckt sich über 72 Hektar einer der großartigsten Gartenanlagen Europas. Eine Gartenanlage, die auf das Beste und Spannendste einen Formgarten mit einem Landschaftsgarten vereint, mit zahlreichen Einmaligkeiten, Dingen, die es nur noch hier zu sehen gibt. Um 1730 kam in England eine neue Gartenmode auf. Man wollte weg von den Formgärten mit ihren klaren Perspektiven und ihren geraden Linien, in dem die Natur genutzt wird als grüne Architektur. Man wollte mehr Natürlichkeit, künstliche Natürlichkeit und orientierte sich an Landschaftsgemälden. Und einer der ersten Gärten, der dieser neuen Mode in Deutschland folgend, ist das sogenannte Wiesentälchen von Sckell, in dem wir hier stehen. Eine faszinierende Interpretation dieses Gartentypus, in dem jetzt keine Perspektive mehr da ist, sondern immer überraschende neue Blickrichtungen. Den Weg, den das Auge geht, soll der Fuß nimmermehr gehen. Das ist das Grundprinzip. Man wird immer wieder überrascht und die Wege sind die Regieanweisung des Gartenkünstlers Sckell. Den starken Beschnitt der Pflanzen, um sie zur grünen Architektur werden zu lassen. All das sind Elemente des barocken Formgartens, den wir hier in Schwetzingen auch in hervorragender Weise haben. Ganz am Schloss ist die Broderie, die Blumenrabatten sehr niedrig. Dann kommen die Bosketten, die Mittelzone mit ihren Heckenlabyrinthen und dann ganz im Hintergrund der Wald. Und das Besondere an diesem Garten ist, er war auch zu Karl Theodors Zeiten immer öffentlich zugänglich. Er war immer gedacht für alle. Es war nie ein abgeschlossenes herrschaftliches Refugium. Wir stehen hier in einer weiteren Besonderheit des Schwetzinger Schlossgartens, einem der wenigen erhaltenen Naturtheater in Deutschland. Ich stehe dort, wo das Orchester saß. Vor mir war das Publikum und hinter mir entfaltet sich die Bühne. Mit den Seitenprospekten, wo die Schauspieler auf die Bühne gehen und wieder verschwinden konnten, und dem großartigen Bild des Apollo-Tempels im Hintergrund. Das ist das Besondere am Schlossgarten Schwetzingen. Hier sind all die Gartenarchitekturen, das ganze Skulpturen- und Vasenprogramm noch vollständig erhalten. Im 18. Jahrhundert war das nichts Besonderes, aber heute ist es eine der wenig erhaltenen Anlagen, wo wir alles noch sehen können. Und nun sind wir bei unserer Zeitreise an die einzig erhaltene Gartenmoschee in der ganzen Welt angekommen. Nur noch in Schwetzingen können Sie dieses Gestaltungsprinzip der großen fürstlichen Gärten erleben. Es gab mehrere in ganz Europa, aber nur diese hat sich erhalten. Es war nie ein sakraler Raum, es war nie eine funktionsfähige Moschee, aber es war auch kein Fasanenstall wie in anderen Schlössern. Nur kurz nach dem Zweiten Weltkrieg diente sie den amerikanischen Besatzungstruppen als Disco. Aber seither ist wieder zum musealen Genuss gedacht.